Das ist halt leider so, die sehen, dass man es irgendwo günstiger produzieren kann und dann wird es auch gleich gemacht. Das geht dann zu Lasten der Qualität und das geht auch zu Lasten des Kunden, aber das scheint da irgendwo auch keinen zu interessieren. Hab ich euch belogen? Ich meine, ich kann das verstehen. Man sieht was im Internet, dann bestellt man sich das und dann ist das völlig anders. Da würde ich mich natürlich auch ärgern. Die Geschichte dahinter ist relativ einfach und schnell erklärt. Ich habe vor 2 bis 3 Wochen diesen Mini-Bandschleifer vorgestellt. Ich fand den toll und ich muss sagen, ich finde den immer noch toll. Der bietet so viele Möglichkeiten. Das Ganze ist klein, kompakt, das Ganze ist bezahlbar. Und viele von euch haben sich den wahrscheinlich auch bestellt. Und das erste Feedback war wirklich überragend. Und so nach ungefähr einer Woche hat das Ganze gedreht. Plötzlich waren auch ein paar negative Stimmen dabei. Und manche müssen natürlich gleich vom Betrug reden. Du hast das völlig anders dargestellt und. Sowas finde ich immer sehr unschön. Wenn ich euch erzähle, das ist Edelstahl, das ist Edelstahl, das ist Edelstahl, dann ist das wirklich auch Edelstahl. Und wenn das bei euch anders ist, dann gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder habt ihr einen anderen Bandschleifer bestellt oder die zweite Möglichkeit ist, dass die das Modell ganz einfach zwischendurch verändert haben. Das kann ich dann natürlich nicht ändern. Ich kann nur das darstellen, was ich in dem Moment auspacke. Um das Ganze uns ein bisschen näher anzugucken, habe ich mir diesen Bandschleifer ganz einfach nochmal bestellt. Den hat der Postbote gerade gebracht und den werden wir jetzt zusammen auspacken und gucken, ob sich da bei Vevor wirklich was geändert hat. Weil wenn der sich natürlich grundlegend geändert hat, dann werde ich das erste Video nicht löschen. Ich werde aber einen deutlichen Hinweis erstellen und ich werde natürlich auf dieses Video hier verlinken, indem wir uns das Ganze nochmal angucken. Der Bandschleifer in der Form, wie er hier steht, ist wirklich so der absolute Hammer. Bin ich schwer begeistert. Ich habe gerade vorhin ein paar Schrauben gekürzt. Das funktioniert also wirklich gut. Also wer daran was zu meckern hat, dem kann ich leider auch nicht helfen. Aber ob der andere jetzt genauso ist, das werden wir jetzt rausfinden. Sieht man natürlich auf den ersten Blick schon, das ist kein Edelstahl mehr, ne? Das ist jetzt hier irgendwo lackiert oder pulverbeschichtet oder dergleichen. Auf jeden Fall kein schönes VA mehr. Das sieht man hier auch gleich an dem Arm und so weiter. Naja, holen wir ihn erstmal raus. So, und ich bin mal ganz ehrlich, wenn ich mein Video so im Hintergrund hätte und ich würde das jetzt auspacken, ich würde mich wirklich auch massiv ärgern. Das ist alles Stahlblech, das ist alles einfach nur noch lackiert, bestenfalls pulverbeschichtet. An allen Bauteilen hier wirklich. Das Einzigste hier vorne, die Fläche, die ist noch aus Chrom-Nickelstahl. Ansonsten ist es wirklich alles Stahlblech. Das Stahlblech ist ganz einfach ordinär lackiert. Und da muss man ganz klar sagen, einer der Punkte, die ich hier wirklich so positiv fand, war wirklich, dass man hier so viele tolle Möglichkeiten hat, dass das Gerät klein ist, dass das Gerät kompakt ist und dass es wirklich aus so hochwertigen Materialien ist, dass hier wirklich alles aus Edelstahl ist. Hier kann man irgendwas drauflegen zum Schleifen und kann das irgendwo auch mal lang ratschen. Das hält wirklich ewig. Hier, das wird irgendwann die Farbe kaputt sein, dann fängt es an zu rosten. Man kennt das, ne? Wahrscheinlich wird es für die normale Werkstatt auch ausreichen. Trotzdem, ich würde mich auch ärgern, aber ich habe es objektiv vernünftig dargestellt und den Unterschied kann man ja hier ganz klar erkennen. Ich habe sogar bei Vevor nachgefragt und ich habe sogar eine Antwort bekommen, warum das Ganze jetzt so ist. Das heißt, warum wurde mir im Prinzip auch nicht begründet. Mir wurde nur ganz nüchtern mitgeteilt von wegen, dass die Edelstahlbleche durch lackierte Stahlbleche ersetzt wurden. Das heißt auch nicht mal pulverbeschichtet, ganz normal lackiertes Stahlblech. Das sieht man natürlich auch. Weiterhin wurde mir geschrieben, dass der normale Bürstenmotor durch einen bürstenlosen Motor ersetzt wurde. Die Motoren von außen sehen die völlig gleich aus. Ich kann das jetzt nicht bewerten. Hier gibt es noch so ein kleines Typenschild. Das ist hier dann auch komplett weggefallen. Und eine Veränderung gab es bei der Steuerung. Hier wurde ein besserer Anschluss angelegt. Hier ist noch so ein ganz merkwürdiger Anschluss. Hier sind es ganz normal, die kennt man auch von den Schweißgeräten, sind glaube ich diese Pilotstecker, wo man das vernünftig verschrauben kann. Ja, das ist ein bisschen besser geworden. Hier ist ein bisschen Material als Kühlkörper dran gekommen. Das wird auch noch geschrieben. Ansonsten finde ich die vorherige Steuerung, ne, hier hat man einen schönen großen Drehregler, der ist hier kleiner geworden. Hier so ein fitzliger Taster, hier ist noch ein großer Taster.
Wahrscheinlich hat die Deckung nicht ausgereicht. Man wollte die Deckung irgendwo verbessern und dementsprechend nutzt man ein bisschen günstigeres Material, um dann wiederum das Gerät weiterhin für den gleichen Preis zu verkaufen. Ich kann sowas immer schlecht bewerten. Ich habe euch das Modell vorgestellt. Das war damals so, wo ich das bestellt habe. Das ist ja gerade mal 4 Wochen her. Und man sieht das auch wirklich, ne? Die Funktionen sollten gleich sein. Wir bauen das jetzt ganz einfach mal zusammen, aber von den Materialien ist das natürlich ein bisschen enttäuschend. Aber das dann mir anzulasten oder so, finde ich immer ein bisschen blöd. Und die meisten schreiben das ganz einfach informativ. Das finde ich auch wirklich gut, dass man sich da immer austauscht. Dann machen wir einfach so einen Nachtest. Ich habe jetzt nochmal den riesen Aufwand auf mich genommen, habe das nochmal bestellt. Und ich muss ganz klar sagen, von wegen, das hier ist eine ganz klare 1. Und wenn die Funktionen jetzt noch so da sind, dann ist es nach wie vor ein sehr, sehr schöner Bandschleifer. Aber eins der entscheidenden Qualitätskriterien, die ich wirklich so toll fand, dass das Ganze hier aus Chrom-Nickel-Stahl ist, wie man hier so richtig schön auch überall sehen kann, das ist hier halt in der Form nicht mehr gegeben. Und damit schleifen und arbeiten ist nach wie vor ein absoluter Genuss. Die Rollen haben alle einen vernünftigen Rundlauf, also da gibt es wirklich nichts zu meckern, nichts zu kritisieren. Das ist ein wirklich schönes, kleines Werkzeug. Dieser Bandschleifer ist ein absoluter Traum. Hier hat man nur ein Problem und das merkt man relativ schnell. Wenn ich hier ein Bauteil schleife, dann wird das natürlich warm. Und wenn ich dann über diesen Tisch rübergehe, und da kommt man zwangsläufig hier in diesen vorderen Bereich mal rüber, dann geht die Farbe sofort ab. Also das ist nicht mal irgendwie pulverbeschichtet, das ist ganz einfach ordinär lackiert. Und wenn man hier das erste Mal rüberkratzt, von wegen, man sieht das auch so schon, von wegen, da ist die Farbe gleich ab. Also ist für diese Anwendung absolut ungeeignet. Im Gegensatz dazu bei meiner Variante alles wirklich aus feinstem Edelstahl. Hier kann ich noch so oft rüberkratzen, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal eine Macke reinzukratzen, mehr aber auch nicht. Wenn ich hier so ein bisschen rübergehe oder so, das ist wirklich ungeeignet. Und ich denke mal, das wird auch fast nur lackiert, weil die keine Lust haben, dass die Bandschleifer irgendwo im Lager liegen, dass so ein bisschen Feuchtigkeit zieht und dass die Kunden dann schon Rost haben. Das schicken nämlich die Leute dann immer gleich zurück. Aber es ist natürlich ganz klar so, technisch hat sich dieser Bandschleifer nur minimal verändert. Da würde ich den nach wie vor komplett empfehlen. Aber eins der Punkte, warum ich hier wirklich hingeschrieben habe, Preiskiller, das war natürlich von wegen, dass man hier solche schönen Materialien hat. Das ist natürlich was Hochwertiges mit Chrom-Nickel-Stahl. Hier hat man nur ordinären Stahl, das Ganze lackiert. Die Lackierung geht irgendwann ab und wenn dann Feuchtigkeit dran kommt oder so, fängt es auch mal an zu rosten. Das ist natürlich ärgerlich. Ich werde die Fläche hier jetzt einmal überschleifen, dann kann man hier vernünftig arbeiten, weil man will natürlich auch an irgendwelchen Stahlbauteilen hier nicht irgendwo irgendwelche Lackreste haben, wenn man hier mal gegenkommt. Und wenn ich nur sowas abrunde, dann wird es ja schon warm. Ich komme mit der Stelle hier immer ran, von wegen, das ist also wirklich absolut ungeeignet. Ich werde das bei Vevor bemängeln, werde da hinschreiben, werde hier ein paar schöne Bilder machen und werde das dann da kritisieren. Mehr kann ich leider auch nicht machen. Und ich habe für euch einen schönen Nachtest gemacht. Und ihr habt gesehen, von wegen, dass sich das leider entscheidend verändert hat. Das liegt natürlich nicht in meiner Macht. Da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Ich denke, was ich irgendwo mache, wird Vevor am wenigsten interessieren. Ich hatte ein schönes Video gemacht für euch von wegen und das Feedback war wirklich toll. Irgendwann ist es umgeschwenkt und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht und habe mir halt diesen Bandschleifer nochmal besorgt und dann seht ihr halt das Ergebnis. Das Ergebnis ist halt nicht schön, muss sich jeder selber überlegen. Ich finde den Bandschleifer nach wie vor extrem praktisch und von den Möglichkeiten her, ich wüsste auch nicht, dass es im bezahlbaren Bereich irgendwas Vergleichbares gibt, wenn da irgendwer jemand was hat oder so. Am besten auch aus Edelstahl, Chrom-Nickel-Stahl, dann soll er mir das gerne schicken. Dann machen wir da irgendwann auch mal einen Test. Aber die meisten Bandschleifer, die diese Funktionalität haben, die sind doch deutlich, deutlich teurer und viele sind dann halt auch deutlich größer. Da hat man nicht wieder so viel Platz in der Werkstatt. Den kann man sich hier schön irgendwo hinstellen. Ich habe den hier immer an meinem Schweißtisch stehen, wollte mir da auch noch eine kleine Absaugmöglichkeit bauen und wollte hier auch noch mal einen Schleifteller anbringen, dass ich da noch mal so ein bisschen mehr mit rausholen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein absoluter Genuss, damit zu arbeiten. Und das wäre definitiv hier auch mit der Fall. Das Einzige, was extrem ärgerlich ist, das ist halt diese Lackierung, dass das Ganze aus Stahl mittlerweile ist. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Ich muss aber auch mal ganz ehrlich sagen, ich will das nicht im falsches Licht rücken.
99% der Leute schreiben einem dann wirklich fair und nett und sagen, Mensch, bei mir ist das jetzt plötzlich lackiert und nicht mehr aus Edelstahl. Dann schreibe ich auch nett freundlich zurück. Es gibt aber dieses 1% oder so, die werfen dann einem fast gleich Betrug vor und ähnliches. Also da gibt es teilweise auch sehr asoziale Nachrichten oder so. Ich stehe da drüber natürlich, das darf man nicht so nehmen. Ich würde mich auch extrem ärgern, wenn ich sowas im Internet sehe, das Ganze dann bestelle und am Ende des Tages hier sowas bekomme. In diesem Sinne, bis dann, euer Manni.